Lasst uns jetzt mal aufs Missionsprofil schauen. Die Mission wird auf etwa 10 bis 11 Tage angesetzt sein. Der Start wird in der gleichen Konfiguration durchgeführt wie bei Artemis 1, mit einem SLS Block 1 und der ICPS als Oberstufe. Da bei Artemis 2 4 Menschen in der Orion-Kapsel sitzen werden, wird das Launch-Abort-System das erste Mal mit allen 3 Motoren aktiv sein und im Notfall die Besatzung in Sicherheit bringen. Bis einschließlich dem Manöver zur Erhöhung des Perigeum verläuft die Mission unter Start nahezu identisch zu Artemis 1. Das Flugprofil ist eine sogenannte hybride freie Rückkehrflugbahn und Orion wird mehrere Manöver durchführen, um seine Umlaufbahn um die Erde zu erhöhen und die Besatzung schließlich auf eine freie Rückkehrflugbahn zum Mond zu bringen. Dabei wird die Schwerkraft der Erde Orion nach dem Vorbeiflug am Mond auf natürliche Weise wieder nach Hause führen. Dies ist mit Blick auf Apollo 17 ein großer Unterschied. Denn Artemis 2 wird zwar Menschen wieder zum Mond bringen, aber in einen Mondorbit wird die Mission nicht eintreten. Auch der Vergleich mit dem historischen Erstflug mit Menschen zum Mond, also Apollo 8, kann hier nicht ganz sauber erfolgen, da Apollo 8 10-mal den Mond umkreiste. Auf einen erneuten Eintritt in einen Mondorbit mit Menschen müssen wir Raumfahrtfans also noch länger warten. Zunächst wird Artemis 2 für einen 24-Stunden-Check auf dem Weg in einen höheren Erdorbit steigen und anschließend die Handhabungsqualitäten von Orion testen. Bei diesem Test wird dann die abgetrennte Oberstufe als Ziel- und Orientierungsobjekt dienen. Diese wichtige Demonstration wird Leistungsdaten und operative Erfahrungen liefern, die am Boden nicht ohne weiteres gesammelt werden können und dient der Vorbereitung auf kritische Rendezvous-, Annäherungs- und Andockvorgänge sowie auf das Abdocken in der Mondumlaufbahn ab Artemis 3. Die stark elliptische Umlaufbahn nach der endgültigen Erhöhung beträgt dann ca. 380 km im Perigeum und ca. 110.000 km im Apogeum und der Umlauf wird ca. 42 Stunden dauern. Über 100.000 Kilometer hoch im erdfernsten Punkt der Umlaufbahn? Etwa 30% Mondentfernung? Kann das sein? Ja, denn dafür wird dieses Mal der Schub der ICPS genutzt, die sich auf dem Weg zum höchsten Punkt dann von Orion entfernen wird. Die lange Umlaufzeit um die Erde bietet die Möglichkeit, alle Systeme ausgiebig zu testen. Diese Höhe ist Teil der hybriden Flugbahn. Orion kann nach dem High Earth Orbit Checkout ordentlich Geschwindigkeit aufnehmen und nutzt die Erdgravitation zur Beschleunigung. Die Translunar Injection kann dadurch durch das Haupttriebwerk des Europäischen Service-Moduls durchgeführt werden. Der Outbound-Transit zum Mond wird dann etwa 4 Tage dauern. Wie die Vorgängermission wird Artemis 2 auch eine Testmission sein und im weiteren Verlauf der Reise werden die Astronauten die Systeme des Raumschiffs weiter auf Herz und Nieren prüfen, Notfallprozeduren üben und den Strahlungsschutz testen. Während des Mondvorbeiflugs wird die Artemis 2 Besatzung ca. 7400 Kilometer über der Rückseite des Mondes hinausfliegen. Mit einem abschließenden Rückkehrkorrekturmanöver geht es dann wieder Richtung Erde. Den größten Teil des Schwungs wird aber durch die natürliche Flugbahn und der Mondgravitation erzeugt. Der Rest der Flugbahn ist ähnlich zu Artemis 1 und wir werden höchstwahrscheinlich auch wieder das gleiche Entry-Interface sowie das gleiche Landegebiet haben.